Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir starten, welchen konkreten Nutzen liefert dieses Video über Spermidin? Erstens, reiner Anti-Aging-Fokus. Zweitens, nur Humandaten an Gesunden zählen als Anti-Aging-Beleg. Und drittens, Aufklärung und Verbraucherschutz statt Werbe- und Verkaufslogik. Bei diesem Video handelt es sich übrigens um ein Update meiner sehr umfangreichen Spermidin-Analyse vom Juli 2025. In dieser kürzeren Zusammenfassung möchte ich insgesamt 3 Blickwinkel aufgreifen, damit du danach verlässlich weißt, ob du dich für oder gegen eine Spermidin-Supplementierung für Anti-Aging-Zwecke entscheiden solltest. Blickwinkel 1: Warum Spermidin im Internet so gehypt wird. Spermidin gehört seit einigen Jahren zu den bekanntesten Wirkstoffen in der Longevity-Szene. Der Grund ist eine sehr eingängige Geschichte. Spermidin soll die Autophagie aktivieren. Autophagie bezeichnet eine Art zelluläre Selbstreinigung, bei der beschädigte oder überflüssige Zellbestandteile abgebaut werden. In Zell- und Tierexperimenten lässt sich sogar beobachten, dass Spermidin solche Prozesse beeinflussen kann. Aus diesen Laborbefunden entstand die populäre Erzählung, mehr Autophagie könnte Zellen länger funktionstüchtig halten und Alterungsprozesse verlangsamen. Diese Idee klingt plausibel und genau deshalb verbreitet sich diese Story über diesen möglichen Wirkmechanismus im Internet so schnell. Dabei gerät jedoch bewusst oder unbewusst die entscheidende Frage ins Hintertreffen. Was passiert im menschlichen Körper, wenn Spermidin als Nahrungsergänzung eingenommen wird? Dazu im nächsten Abschnitt mehr. Blickwinkel 2: Humanforschung an Gesunden und Pharmakokinetik. Beschränkt man die Betrachtung auf belastbare Humanstudien mit gesunden Erwachsenen, kollabiert das positive Spermidin-Narrativ weitgehend. Denn ein belegter Anti-Aging-Nutzen von Spermidin-Supplementen beim gesunden Menschen fehlt bislang. Grund dafür sind einerseits massive Forschungslücken, die Stand März 2026 zum Fehlen von Meta-Analysen und systematischen Reviews im Anti-Aging-Kontext führen. Andererseits sind auch die Resultate pharmakokinetischer Studien ernüchternd. Die Pharmakokinetik untersucht übrigens, was der Körper mit einem Stoff macht, also ob er aufgenommen, verteilt oder wieder ausgeschieden wird. Mehrere kontrollierte Studien haben deshalb geprüft, ob eine Spermidin-Supplementierung die Spermidinspiegel im Körper erhöht. Die Befunde von Alterungsforscher Dr. Keohane 2024 und Ernährungsprofessor Senekovic 2023 waren identisch. Kein messbarer Anstieg von Spermidin in Blut, Speichel oder Urin nach Supplementierung. Selbst bei extrem hohen Dosen von bis zu 40 Milligramm pro Tag mit synthetischem Spermidin-Trihydrochlorid oder spermidinreichem Weizenkeimextrakt. Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild. Eine Supplementierung mit dem Polyamin führt nicht zu erhöhten Spermidinspiegeln im Körper. Daraus ergibt sich die logische Schlussfolgerung, dass supplementiertes Spermidin höchstwahrscheinlich keine erhöhte Spermidinkonzentration in den relevanten Zielgeweben und Zielzellen erreicht. Hinzu kommt eine weitere gravierende Forschungslücke. Für direkte Anti-Aging-Messwerte existieren bislang keine randomisierten Studien zu isolierten Spermidin-Supplementen. Das betrifft unter anderem epigenetische Uhren, Telomerlänge oder Gebrechlichkeitsindizes. Epigenetische Uhren sind Testverfahren, meist auf Basis von Blutproben, die anhand epigenetischer Muster eine Schätzung des biologischen Alters ermöglichen.
Die Telomerlänge beschreibt die Länge der schützenden Chromosomenenden, die sich mit zunehmendem Alter typischerweise verkürzen. Gebrechlichkeitsindizes erfassen hingegen altersbedingte körperliche Schwäche und Funktionsverluste im Alltag. Blickwinkel 3: Warum der Hype dennoch anhält. Trotz dieser tristen Forschungslage bleibt Spermidin eines der bekanntesten Longevity-Supplemente. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Die erste ist psychologischer Natur. Die Idee eines Autophagie-Aktivators zur Lebensverlängerung ist leicht erzählt und mag plausibel klingen. Komplexe Zellbiologie wird dabei auf eine einfache Handlung reduziert, nach dem Motto: einfach Spermidinkapseln einnehmen und deutlich profitieren. Die zweite Ursache ist der blinde Vertrauensbonus für Personen mit Doktor- oder Professortitel. Viele Menschen messen Aussagen von solchen Autoritäten automatisch ein besonders hohes Gewicht bei. Dadurch entsteht leicht der Eindruck, ihre Einschätzung zur Wirksamkeit eines Supplements sei bereits wissenschaftlich gesichert. Aber wie du in meinem Video Anti-Aging-Pillen Wirksamkeit richtig prüfen erfährst, sind Schilderungen von biologischen Mechanismen, Tier- und Zellkulturexperimenten sowie Untersuchungen mit Vorerkrankten in Wahrheit lediglich schwache Indizien. Der dritte Grund sind präklinische Studien. Befunde aus Zell- und Tierexperimenten liefern hilfreiche Hinweise für die Grundlagenforschung. Sie liefern allerdings keinen seriösen Wirksamkeitsnachweis beim Menschen. In der öffentlichen Diskussion werden solche Befunde jedoch überwiegend ganz anders behandelt. Einzelne Labor- oder Tierbefunde werden dabei faktisch wie Belege für Lebensverlängerung, Zellverjüngung, Erhalt der Herzgesundheit und viele andere Versprechen dargestellt. Ohne ehrliche Einordnung ihrer äußerst begrenzten Aussagekraft für den Menschen. Genau daraus entstehen dann werbewirksame Erzählungen rund um angeblich verjüngende oder lebensverlängernde Stoffe, obwohl belastbare Humanstudien bei gesunden Menschen dafür bislang fehlen. Der vierte Treiber des Spermidin-Hypes sind mehrere Beobachtungsstudien zur Ernährung. Dabei werden große Bevölkerungsgruppen über Jahre begleitet und statistisch ausgewertet, welche Ernährungsweisen mit Gesundheit oder Alterungsprozessen zusammenhängen. Eine aktuelle Beobachtungsstudie eines chinesischen Forschungsteams aus dem Jahr 2025, basierend auf britischen Bevölkerungsdaten, verbindet eine höhere Spermidinaufnahme über Lebensmittel statistisch mit günstigeren Werten der biologischen Alterung. Solche Daten erlauben jedoch keine Ursache-Wirkungsschlüsse. Menschen mit spermidinreicher Ernährung unterscheiden sich oft zugleich in weiteren einflussnehmenden Lebensstilfaktoren wie Bewegung, Schlaf, Stressmanagement oder sozialer Eingebundenheit. Außerdem untersucht diese Forschung Ernährungsmuster, nicht isolierte Spermidin-Supplemente. Nahrungsspermidin kommt im Nährstoffverbund, wird anders aufgenommen, kann lokal im Dickdarm wirken und wird zusätzlich von der Darmflora gebildet. Kommen wir zum Fazit dieses Videos, meine Lieben. Viertens. Die aktuelle Datenlage lässt sich relativ nüchtern zusammenfassen. Für Spermidin-Supplemente gibt es bislang keine Evidenz aus Humanstudien für einen Anti-Aging-Nutzen beim gesunden Menschen. Eine Wunderpille sucht man bei Spermidin demnach vergebens. Im Rahmen meines ABC-Schemas ordne ich Spermidin daher in Kategorie A ein. Keine Humanevidenz bei gesundem Anti-Aging.
Wenn Spermidin also nicht hält, was der Hype verspricht, stellt sich zwangsläufig die Frage, gibt es alternative Supplemente mit nachgewiesener Wirksamkeit? Ja, die gibt es tatsächlich, wie meine früheren Analysen bereits im Detail gezeigt haben. Ich bin fast 44 und meine tägliche Supplement-Routine für Anti-Aging umfasst derzeit 6 Wirkstoffe mit unterschiedlichen Stärken bzw. Schwerpunkten. Ashwagandha, vor allem für Stressbelastung, Schlafqualität, sportliche Leistung und Inflammaging. Astaxanthin gegen Hautalterung. Kreatin für Muskelmasse und sportliche Leistung. Probiotika gegen oxidativen Stress und bei psychischer Belastung. Grünteeextrakt gegen UV-bedingte Hautschäden, oxidativen Stress und für Blutfette. Sowie Lutein und Zeaxanthin für Sehfunktionen und Inflammaging. Mit dieser Kombination lässt sich bereits ein großer Teil der für Anti-Aging relevanten Bereiche abdecken. Neben additiven Effekten sind sogar synergistische denkbar, also Wechselwirkungen, bei denen der Gesamtnutzen über die bloße Summe der Einzeleffekte hinausgeht. Wenn du genug hast von oberflächlichen oder pseudowissenschaftlichen Beiträgen und wissen möchtest, welche Wirkstoffe für Anti-Aging-Zwecke wirklich Sinn ergeben und welche nicht, dann bist du hier genau richtig. Sofern dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meine bislang ehrenamtliche Arbeit gerne mit Like und Abo. Dadurch motivierst du mich noch mehr, den großen Zeitaufwand für weitere aufschlussreiche Analysen auf mich zu nehmen. Vielen lieben Dank im Vorab. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben.